Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dennis. Ja, Top 10 Beachdüfte bzw. Stranddüfte. Yes. Ach ja, der Sommer steht vor der Tür. Gutes Wetter auch in Hamburg im hohen Norden. Ja, und ich kann euch nur sagen, ich stelle euch heute geile Stranddüfte vor. Ich habe ja vor kurzem Top 10 Sommerdüfte rausgehauen. Also wer das noch nicht geschaut hat, macht es jetzt. Oder beziehungsweise hier nach. Und ja, sehr geile Düfte, wenn ich sie hier so stehen sehe, kommt schon richtig nice. Und der Unterschied zwischen Sommerdüften und Beachdüften, beziehungsweise auf Deutsch mal Stranddüfte, sind für mich, dass man am Strand meiner Meinung nach so gut wie es geht nur extrem sehr, sehr frische Düfte tragen sollte. Und vielleicht auch nicht so ganz brutale Düfte, weil man ist am Strand, die Sonne, ne? Also ganz ehrlich, man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und da sollte man doch ganz entspannte Düfte, aber schon geile Düfte tragen und auch schon, dass Leute vielleicht das ein bisschen wahrnehmen oder einfach für euch natürlich, wenn die Sonne auch vor allen Dingen brutzelt und so weiter und so fort oder wenn ihr ins Meer geht, kommt darauf an welchen Strand ihr seid, Nordsee, Ostsee, Mittelmeer, Pazifik, was auch immer. Fakt ist, es müssen schon sehr extrem frische Düfte sein. Bei den Sommerdüften kann auch mal gern was anderes dazwischen sein, aber hier nehme ich immer nur die letzten Jahre sehr extrem frische Düfte, obwohl ich einen Duft dazwischen habe, der ein bisschen für den Strand vielleicht zu süß sein könnte, aber ich bin der Meinung, den könnte man benutzen, mal ausprobieren. So Leute, für alle Neuen, die das erste Mal hier sind, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal, weil hier seid ihr auf den richtigen Kanal. Also Leute, so, dann fangen wir mal mit den ersten an. Platz 10. So, Platz 10 ist eigentlich ein ganz einfacher Duft und zwar Greenlay von Parfüms de Marly. Ja, warum Greenlay? Es ist ein grüner Apfel mit Holzigkeit im Background. Sehr sauer, nicht negativ sauer, sondern schneidet mal einen grünen Apfel auf, dann habt ihr, der noch nicht ganz so reif ist, richtig schön sauren Apfel. Manche mögen das. Und ja, das ist ein extrem saurer grüner Apfel mit Holz im Background. Sehr, sehr nice. Hält auch eigentlich ganz gut. Das ist immer Tagesform natürlich, wie warm das ist und wie man schwitzt. Aber Fakt ist, der einzige Negativpunkt an diesem Duft ist, dass man eventuell mal Kopfschmerzen von diesem Duft bekommen kann. Das ist Tagesform. Ich habe das eigentlich bei keinem Duft, nur bei ihnen ab und zu mal, weil, keine Ahnung, da ist irgendwas drin, was, ja, mein Kopf manchmal nicht so mag. Auf jeden Fall Greenlay am Strand, sehr, sehr nice. So, Platz 9 ist, ja, CK1 Summer 2016. Also den bekommt ihr ab und zu noch. Ich habe ihn jetzt reingenommen, weil ich ihn wirklich gut finde. Ist einfach auch ein Apfel mit Kokosnuss im Background und ja, ist einer der besseren CK1 Summer Düfte. Es ist schon ein herrlicher Duft, erfrischt, extrem, macht das ein bisschen erträglicher, in Anführungsstrichen, jedenfalls beim Ausspulen in der Kopfnote. Und ja, wenn ihr den 16er noch bekommen könnt, solltet ihr ein bisschen zuschlagen. Ich sage ein bisschen, weil lasst euch nicht so abkochen, den Preis ganz so extrem hoch machen. Also für CK1 Summer muss man nicht unbedingt so extrem viel Geld ausgeben. Also ja, also 40 Euro, 45 reicht. Ne? Sehr geiler Duft, CK1 Summer 2016. Da gibt es ja einige, ich habe auch einige, aber ich finde den 16er schon wirklich gut. Dann ist noch eine kleine Ingwernote mit bei und so weiter und so fort. Und ja, das ist einfach ein schöner Strandduft. CK1 Summer 2016. So, Platz 8 ist der Duft, wo ich sage, jetzt kommt vielleicht was Süßes oder etwas Süßes, was am Strand, wo ich meine, das könnte man mal ausprobieren, sorry, und zwar Orsa von, ja, Tiziana Terenzi, ja. Brombeere, Himbeere ist da drin und das ist auch so ein Ding, was es ein bisschen süßer macht. Pudrig dazu, aber dennoch frisch und es ist schon ein geiler Duft, übrigens auch für den Mann und immer wieder muss ich es bemängeln, leider. Die Sprüher sind wirklich nicht gut, sorry. Ja, es ist ein, ich muss sagen, teurer Duft, ja, aber der hält gut, wirklich gut, der hält zum Beispiel den ganzen Tag und ein schön cremiger Brombeer-Himbeerduft, der trotzdem abkühlt. Dazu noch
Kokosnuss auch hat und auch grünen Apfel. Und das macht es so ein bisschen interessant. Und auch für einen Mann gut tragbar, natürlich auch für eine Frau. Unisex natürlich sehr, sehr nice. Ob man das gut findet, ist Geschmackssache. Aber ja, und ob man den Preis gut findet, ist auch Geschmackssache. Aber auf jeden Fall ein sehr cooler Strandduft, den man mal ausprobieren sollte, wenn man ihn hat. Ja, Orsa, das ist so hier, sag ich mal, mein, ja, unter den Top 10, wo ich mal gesagt habe, ausprobieren. Sehr geiler Duft aber. So, Platz 7 ist Versace Eau Fresh. Ja, den habe ich schon unter den Sommerdüften gehabt, allerdings nicht in den Top 10, sondern als Außenstehenden, weil das ist einfach ein sehr, sehr frischer Duft. Mandarine ist übrigens in fast allen Düften drin, also ne, in fast. Und das ist so typisch Apfel, Mandarine, all diese ganzen Inhaltsstoffe sind natürlich in Sommerdüften, Stranddüften drinnen, nur dass jeder Duft trotzdem natürlich anders riecht. Für Leute, die noch nicht so lange dabei sind, natürlich riechen nicht alle gleich. Hier habt ihr einen ganz, ganz, ganz frischen Duft und ihr könnt den tatsächlich, ich habe das schon mal erwähnt, auf TikTok haben sie es nicht ganz verstanden, man kann den, es passiert nichts, man kann den mal ganz kurz für eine Viertelstunde in den Kühlschrank stellen, dann habt ihr, wenn ihr ihn aufsprüht, eine sehr geile Erfrischung. Ihr macht die Duftmoleküle nicht kaputt, weil wenn ihr im Winter Düfte bestellt, kommen die auch eiskalt an, wenn es kalt ist. Und also ein Parfüm macht höchstens Hitze, also bei Hitze hat ein Parfüm Problem, vor allen Dingen, aber ganz wichtig, bei Licht. So, nicht jetzt sofort, als für Leute wieder schreiben, ihr hältst es ja jetzt in Licht. Nein, normalerweise, aber das Licht ist ein Problem, deswegen soll man ein Parfüm dunkel halten, Düfte. So, und nicht unbedingt, schon gar nicht, wo die Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit herrscht in Badezimmer. Viele haben in Badezimmer ihre Düfte. Nein, so, aber ich schweife ab. Geiler Sommerduft, auch hier Mandarine und richtig kühl, frisch, sehr geiler Duft. Wo die Zitrone richtig gut rüberkommt und auch eine Sternenfrucht ist, glaube ich, dabei. Also das ist schon ein sehr geiler Duft. Mochte ich früher nicht so, gleich auch mal, da kommt noch ein Duft, den ich früher nicht so mochte. Das ist immer Tagesform. Was heißt Tagesform? Es ist auch, man wird älter, so, man hat einen anderen Geschmack. So, und deswegen lasse ich Düfte immer stehen und verkaufe sie nicht. So, weil erstmal kaufst du später dann das doppelt oder vielleicht eine schlechtere Version, weil es neue Batches gibt. Ihr wisst das ja, das Thema, Düfte werden neu kreiert, bla bla bla, werden schlechter, Haltbarkeit wird schlechter und so weiter. Deswegen lasse ich sie meistens und in ein Jahr mag ich sie vielleicht. So, das ist ja, weil bei denen, ich dachte, du mochtest den nicht. Ich habe nie gesagt, dass ich den nicht mochte. Ich habe nur gesagt, dass ich den Antonio Banderas irgendwie, weil er extrem günstig war, und noch ein bisschen anders war, eine eigene DNA plus diese DNA ein bisschen drin hatte, fand ich den ganz geil. Blue Selection heißt er, glaube ich, oder so von Antonio Banderas. Aber im Endeffekt ist er schon sehr, ja, schon geiler, muss man schon ein bisschen sagen, und er hält auch besser. Ja, ist kein starker Duft, aber schon sehr nicer. So, Platz 6 kommt ein auch wieder teurer Duft, aber ein schon genialer Duft. Er riecht wie Nivea, nur besser, luxuriöser, zum Aussprühen. Und zwar rede ich von Roger Parfums Oceania. Ja, das ist ein Duft, geil. Also wirklich Nivea zum Aussprühen und ihr habt ihr natürlich wieder, da kommen wir wieder zu bei Roger Parfums, die Qualität. Und ihr habt weg, das ist fast wie Nivea zum Aufsprühen mit Zitrone im Background. Sehr, sehr nice, sehr, sehr geil und ja, kostet ein bisschen, aber hält auch gut. Aber da habt ihr geile Qualität und frische Qualität. Könnt ihr beide benutzen, also eure Frau oder euer Mann, wie auch immer. Und sehr geiler Duft, ja. Das ist Abkühlung mit leichter Zitrik und schöner Cremigkeit und eben eine leichte DNA von Nivea und eben natürlich der DNA von Roger Parfums. Sehr, sehr nice. So, Platz 5, ja. Aventus Cologne. Ja, das ist einfach ein Killer. Mandarine, Ananas und der kühlt ab. Ja, viele sagen, das stimmt auch ein bisschen. Ihr habt der Versace Pour Homme und Aventus in ein. Aber wenn ihr die beiden aufsprüht, die habe ich, dann habt ihr trotzdem nicht diesen Duft, weil hier ist noch eine DNA drin, die einfach geil ist. Und Frauen lieben diesen Duft. Ich kriege mehr Komplimente und ich kenne noch 2 Leute, die bekommen mehr Komplimente für diesen Duft als von Original Aventus. So, Punkt.
Da wollen wir auch gar nicht rumdiskutieren und der funktioniert einfach besser. Vor allen Dingen hat er eine gute Haltbarkeit von 8 bis 9 Stunden und ihr werdet den auch die ganze Zeit wahrnehmen. Ihr bekommt Komplimente auch noch nach 8 Stunden. Für manche riecht er noch länger. Es ist einfach ein geiler Duft und er ist einfach hinter seinem Bruder. Er wird auch nie dran vorbeikommen, weil es einfach schwer ist. Aber ihr solltet denen mal eine Chance geben. Aventus Cologne. Sehr, sehr nice. So, Platz 4 kommt Tom Ford. Ihr kennt das, den habe ich eigentlich grundsätzlich bei den Beach-Stiften drin. Mandarino de Amalfi Aqua. Das ist für mich einfach Bora Bora zum Aufsprühen. Ja, Bora Bora ist natürlich ein Traum und das teuerste Urlaubsziel der Welt. Oder eigentlich ist es das sogar, sehr, sehr nice, einfach ein Traum, wer schon mal da war. Und ja, es ist wirklich so. Auch hier Mandarine, Neroli merkt ihr, aber wenn ihr kein Neroli-Fan seid, ist es nicht ganz so schlimm, weil ihr habt ja die Cremigkeit und die Mandarine, die das alles wegmacht, aber ihr habt trotzdem natürlich ein bisschen Neroli im Background. Allerdings gibt es den, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß nicht bei Tom Ford, ich gucke da jetzt auch nicht mehr so immer hin, das ist aber ein Hin und Her. Ob die eingestellt worden sind, das weiß ich nicht. Ich glaube, einige Aqua wurden eingestellt, vielleicht wurden auch alle eingestellt, verstehe ich nicht ganz warum, weil, also ich habe auch nur ihn behalten, weil der Aqua von Mandarino de Amalfi ist schon sehr, sehr nice und ja, sehr geil, frisch, lecker, sauber. So, Platz 3, ja, die Bronzemedaille. Und da werdet ihr euch wundern, und das ist eben der Duft, wo ich gesagt habe, ich habe den vor 2,5 Jahren oder vor 3 Jahren inzwischen schon, habe ich den an der Alster, an der Außenalster vorgestellt. Und gut, ich muss auch sagen, die Zeit, ich war ein bisschen... Ja, ich war nicht so gut drauf, sag ich mal, die ganze Woche, das weiß ich noch. Und ich war so ein bisschen enttäuscht von dem Duft, weil ich fand den Viking, das Original, sehr, sehr nice. Und dann kam das Cologne und ich war, keine Ahnung, es war einfach ein Scheißtag. So, und ich habe den dann auch nicht weiter getestet und irgendwann hatte ich immer Bock drauf. Ich hatte immer wieder Bock drauf auf das Cologne. Und dann, ich habe ihn jetzt eine Weile und ja, Viking Cologne von Creed. Es ist geil. Und warum ist es geil? Weil es, natürlich, ich bin auch älter geworden, da haben wir es wieder. Ne? Düfte reifen vor allen Dingen auch. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn ihr hier stehen lässt, reifen sie auch. Aber das ist ein geiler Barbershop-Duft. So ein bisschen, ich bin auch der Meinung, so ab 30 oder 28, auch hier Mandarine. Ihr werdet das nicht glauben, auch Mandarine. Es ist aber grundsätzlich, hier ist einiges drin, aber ihr habt eine Barbershop-Feeling, ein bisschen oldschool auch und das mag ich an den Duft und es mag sein, dass der auch nachgereift ist. Ja, sieht auch, also schon sehr, sehr nice. Und ich habe das normale Vikings nicht mehr, weiß ich nicht, ob ich mir das nochmal holen werde, aber zum Sommer hin, das ist nice, wenn ihr so als Gentleman am Strand geht, ist dieser Duft wirklich gut. Und er hält auch gut. Ich sag ja, das ist 3 Jahre her, keine Ahnung. Ich war ja genervt. Es war auch nicht Sommer, davon abgesehen. Und habe ich vorgestellt, also auch da, sage ich mal, lag ich mal falsch. Das muss man auch mal zugeben. Auch der Dog liegt mal falsch, logischerweise. Ist ja menschlich. Ich bin ja keine Maschine. Aber ja, ich habe ihn lieben gelernt, er ist sehr, sehr nice und wirklich gut und nicht umsonst auf Platz 3. Also sehr geil. Ja, Vikings Cologne. Ja, und auf Platz 2 ist, ja, Louis Vuitton Afternoon Swim. Ja, das ist einfach am Pool, orange, orange, orange und einfach eine Abkühlung, als wenn ihr ins kalte Wasser springt. Es gibt jetzt den Pacific Chill, glaube ich, heißt der. Den werde ich natürlich auch mal testen. Viele sagen, der soll ähnlich sein, nur mit Aprikose, glaube ich. Und keine Ahnung, auf jeden Fall muss ich noch mal, ich glaube, den werde ich natürlich mir auch zulegen. Und dann werde ich berichten, das hat jetzt sich alles geklappt zu den Sommerdüften und so weiter. Aber der Sommer ist ja lang und da kann man ja noch einige Düfte vorstellen. Und Afternoon Swim, ja, was soll ich dazu sagen? Ich muss eigentlich gar nicht so viel zu diesen Düften sagen, was die Louis Vuitton Sommerdüfte. Das ist wie mit Imagination, das ist auch ein sehr geiler Duft, den hätte ich ja auch reinnehmen können, aber den hatte ich in den Sommerdüften und ich finde einfach, dass der auf der Street besser passt als am Beach und da ist Afternoon Swim einfach besser.
So, Platz 1. Und wer mich von Anfang an verfolgt, weiß, was jetzt kommt. Ich glaube, es wird sich auch nie ändern. Jedes Jahr wird sich das nicht ändern. Es ist für mich einfach die Nummer 1. Und viele haben sich beschwert. Was heißt beschwert? Also haben geschrieben, Doc, wo ist der ein Sommerduft? Ist der nicht auch, der war gar nicht in den Top 10. Nein. Er kommt immer bei den Beach-Düften. Für mich der beste Strandduft ever. Nicht teuer. Gut, jetzt aktuell ein bisschen teurer geworden, weil alles teurer geworden ist, aber Jil Sander Sun Man ist für mich der Strandduft schlechthin. Sonne, Bodylotion, Sonnencreme, ihr habt alles in diesem Duft. Das ist 200 ml hier und das ist einfach, er wird nie zu schlagen sein. Da kann noch so ein geiler Duft kommen. Das, was ich im Kopf habe, wenn ich diesen Duft rieche, das hat kein anderer Duft. Und ich sage euch eins, egal wie geil die anderen Düfte sind, er ist mit Abstand auf Platz 1. Ich bin gespannt, ob da was kommt. Es wird nichts kommen. Das ist der Duft. Oh, ja, das ist ein geiler Duft. Wer den noch nicht kennt, ne, kaufen. Blind kaufen. Hält vielleicht nicht ganz so lange. Es ist immer verschieden. Ich habe den mal, riecht der nicht so lange, mal rieche ich den länger. Aber andere sagen, geiler Duft. Und viele kennen ihn natürlich, ist auch ein Klassiker. Ne? Und ja, Jil Sander Sun Man. Punkt. Mehr muss ich da eigentlich gar nicht sagen, Alter. Was soll ich hier noch rumsülzen? Sehr geiler Duft. Ja, Leute, das waren meine Top 10 Stranddüfte. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Sagt mir, welche ihr benutzt. Und ich muss noch eins dazu sagen, weil viele sagen, nehmt den. Ich muss auch ein bisschen switchen. Ich kann nicht jedes Jahr dieselbe Top 10 machen. Vielleicht ändert sich das von der Reihenfolge. Aber ich muss auch andere Düfte mal nehmen und auch eine anderen Düften die Chance geben. Nicht Jil Sander Sun, das ist was anderes. Ne? Aber so ein Beispiel, wie gesagt, Vikings Cologne ist hier drin. Es ist Aventus Cologne, weiß ich gar nicht, ob das letztes Jahr da mit war. Ich glaube nicht. Und so weiter und so fort. Man muss auch andere Düfte, nicht immer dieselben nehmen. Deswegen müssen noch einige mal raus, wo man vielleicht gedacht hätte, oh, der muss eigentlich dabei sein. Nein, dieses Jahr nicht. Und diesmal sind das diese Düfte. Natürlich ist Elfstellungsfilm wieder dabei, weil das sind so typische Düfte wie in Jil Sander Sun, die einfach funktionieren, die einfach best sind, was das angeht. Deswegen sind sie auch weiter. Ich glaube, ich bin der Meinung, Elfstellungsfilm war letztes Jahr, auf 1 kann es ja nicht, glaube ich, gewesen sein. Ich glaube, bin ich selber gebrainwashed. Ich glaube, ich habe den... Nee, jetzt hat das immer auf 1 gewesen. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, aber das ist immer schon mein Strandduft gewesen. Und Afternoon Swim war, glaube ich, auch auf 2. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, schreibt mal runter, was benutzt ihr für Düfte? Kennt ihr die Düfte? Was sagt ihr zu Jil Sander Sun? Ist das einfach auch eine Nummer 1? Und dann sehen wir uns bald wieder. Reinhauen. Music. Sweet, sweet music. The vibe is right. We're dancing in the